MMO-Multiplayer lukrativ zu machen. Also ich meine, man muss dazu sagen, Flyve hat sich einfach so entwickelt. Hauptsächlich natürlich aufgrund der Entscheidungen der Developer damals. Aber wenn du jetzt die Leute zwingst, miteinander spielen zu müssen, das funktioniert, sowas funktioniert meistens nicht. Also du kannst jetzt nicht krampfhaft probieren, alles auf MMO zu machen, dass du quasi nie wieder irgendwas alleine machen kannst oder willst, weil es sich immer mehr lohnt mit anderen Leuten. Das wird nicht funktionieren, weil dann einfach die Leute hören dann einfach auf zu spielen, weil sie sich dann denken, das ist kein Flyve mehr. Also es soll natürlich schon Multiplayer-Aspekte geben in einem Multiplayer-Game. Weil man natürlich immer sagen kann, man kann alles miteinander machen. Niemand zwingt dich, alleine zu spielen. Also das ist schon mal das Erste. Du musst ja nicht alles alleine machen, theoretisch. Aber es hat sich halt einfach so entwickelt mit dem eigenen AM zum Beispiel. Und das ist ja aufgrund des Game Designs, weil früher hätte ja niemand gesagt, ja, jeder macht sich seinen eigenen AM. Aber irgendwann hat man einfach gemerkt, es ist halt das Beste, weil so bist du niemals abhängig von anderen Leuten. Wenn du zocken willst, kannst du einfach immer zocken. Wenn du Buffs brauchst, hast du immer Buffs und so weiter. Also das hat man von selber gemerkt, dass das einfach sinnvoller ist auf Dauer. Vor allem, als die Spielerzahl abgenommen hat und du nicht mehr so viele Mitspieler hattest. Und dann auch schwieriger nur Leute gefunden hast, mit denen du zusammenspielen kannst. Und wenn du jetzt zwanghaft oder zwanghaft, krampfhaft, wie auch immer, probierst, den Leuten das aufzudrücken, hey, ihr müsst jetzt miteinander spielen, ihr könnt es nicht mehr alleine machen, das geht nicht alleine und so, weil sie es eigentlich eh schon gemacht haben, mit den Cursed Dungeons zum Beispiel, die meisten Leute können die nicht alleine farmen, viele wollen sie auch gar nicht alleine farmen. Also es gibt schon ein paar Aspekte im Spiel, die du zusammen machen willst. Weiterhin gibt es immer noch Solo-Aspekte. Und es war tatsächlich auch in einem Q&A, in dem letzten Q&A meine ich, oder vielleicht war es auch das vorletzte. Aber irgendwann haben die auch mal gesagt, also es gab quasi mehrfach die Anfrage, was ist mit Solo-Content? Vergesst bitte nicht den Solo-Content. Es gibt Leute, die wollen eher Solo-Content spielen. Und das ist jetzt Kriton zum Beispiel. Also ich denke zumindest, dass Kriton die Antwort darauf war, weil das Q&A war vor Kriton. Und dann kam eben Kriton ins Spiel. Und Kriton ist ja so ein klassischer Solo-Boss wie Clockbox. Das lohnt sich ja gar nicht mit mehreren Leuten zu machen und musst du auch gar nicht, weil der Boss ist so schwach, dass du ihn erstens mit einem Damage-Dealer tanken kannst und zweitens du ihn halt auch einfach easy in unter 10 Minuten töten kannst ab einem gewissen Level. Und bei solchen Sachen zum Beispiel merkst du halt, es gibt einen großen Teil der Community, die wollen gar nicht zwingend diesen Multiplayer-Aspekt haben. Also finde ich, eigentlich ist es relativ gut gebalanced. Das ist auf jeden Fall besser als im Flyve PC, weil in Flyve PC hat wirklich jeder alles nur solo gemacht. Außer so Freund, Freundin, Ehemann, Ehefrau oder manche Gilden, die ganz dicke miteinander waren. Aber die meisten Leute haben da auch nur solo gefarmt. Was eine Entwicklung von 20 Jahren halt Flyve war. Und in Flyve Universe, wie gesagt, mit den Cursed Dungeons. Und wenn jetzt dann eine neue Schwierigkeit kommt nach Durst. Durst? Was zum Teufel ist Durst? Wenn nach Cursed noch eine neue Schwierigkeit kommt, zum Beispiel Hell oder so, oder vielleicht ein neues Dungeon-System, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dann hast du ja wahrscheinlich wieder das Problem, dass du am Anfang, selbst wenn du aktuell perfektes Gear hast, die werden ja wahrscheinlich die HP von den Bossen upscalen, vielleicht die Anzahl der Monster upscalen, die Größe des Dungeons upscalen, und dann wirst du erstmal wieder gezwungen sein, egal wie gut dein Equipment ist, mindestens zu 2 reinzugehen und wahrscheinlich auch zu 8 am Anfang wieder, bis halt das neue Equipment freigeschaltet ist und du dann vielleicht wieder die Chance hast, das irgendwann solo zu machen, so wie jetzt mit Wilds auch. Du kannst es solo machen, aber die meisten wollen es gar nicht, beziehungsweise haben die meisten das Equipment nicht, um es überhaupt solo machen zu können. Und das ist es halt. Und das ist ja der Multiplayer-Aspekt. Und dann hast du noch die ganzen PvP-Modi oder sowas wie Rainbow Race, Kaigas Assault und so weiter. Das sind ja auch alles Online-Modi, wo man gegeneinander oder miteinander spielt. Also es gibt ja eigentlich viel, theoretisch. Meinst du ja nur lukrativ, dass gewisse Sachen mit selben Loot einfach nur schneller gehen? Naja, aber dann würdest du ja aktiv sagen, Solo lohnt sich. Naja, das darfst du ja eben nicht machen. Das ist ja genau das, was ich gerade sage, Sir.
Wenn du das machst, sorgst du ja dafür, dass sich Solo nicht mehr lohnt. Und was machen dann die Solo-Player? Die gehen dann nicht und werden zu Multiplayern, die hören dann auf zu spielen. Die gehen dann weg. Langfristig. Die hören dann auf zu spielen. Also ich weiß, was du meinst. Du meinst quasi, wenn man etwas zu 8 macht, dass der Loot dann auch, dass man mehr bekommen kann und so weiter. Aber das ist schwierig. Weil da müsstest du ein Solo- und ein Duo-Mode machen. Also das ist tatsächlich auch eine Frage, die schon mal gestellt wurde, ob sie quasi Solo-Wilds einführen. Also ein extra Mode, der wirklich auf Solo ausgelegt ist, der schneller geht oder so, mit weniger HP und so weiter. Und dann halt aber auch weniger Drops vielleicht. Aber ich finde das irgendwie dann trotzdem, ja, keine Ahnung, blöd, weil, weiß auch nicht. Das ist ja dann irgendwie auch, also, das denke ich wird nicht gut funktionieren. Deswegen haben sie es wahrscheinlich bis jetzt auch nicht gemacht, weil Wilds gibt es jetzt ja auch schon seit über 1,5 Jahren. Das ganze Dungeon-System gibt es schon seit über 2 Jahren. Mit Curse, also wo du die Schwierigkeit auswählen kannst. Diese Dungeons gibt es schon seit über 2 Jahren. Und ja, da muss man vorsichtig sein mit sowas. Weil wenn du zu drastisch irgendwas einführst, was sich zu sehr lohnt zum Beispiel, oder auch zu sehr nicht lohnt, wenn du es nicht machst, und den Leuten dann mehr oder weniger keine Wahl lässt, etwas so zu tun, wie es eben mit dem neuen Update dann vorgesehen ist, und sie in einen gewissen Spielstil oder in einen gewissen Dungeon oder irgendwas reinzwingst und du ihnen quasi fast keine andere Wahl lässt, weil es sich so sehr lohnt, dass du musst es machen, sonst fällst du so behind, dass du eh nicht aufhören kannst zu spielen, so ungefähr. Das ist immer schwierig und auch keine gute Idee, würde ich sagen. So. Also eigentlich so grob die Richtung, wie es ist, passt schon. Ich denke, was vor allem fehlt, ist einfach die Menge an Content, die fehlt. Weil jetzt zum Beispiel farmt jeder den ganzen Tag nur Wilds. Und das ist ja eigentlich auch kein Content. Ich meine, in welchem Videospiel... Ich meine, es gibt wahrscheinlich einige Videospiele, aber in welchem sehr guten Videospiel ist es so, dass du wirklich den ganzen Tag nur ein und dieselbe Sache machst? Also ich denke, da sollte man eher ansetzen. Imagine Wilds würde es 3-mal geben. In abgewandelter Form. Also, ist nicht wirklich Wilds, sondern 3 Dungeons, die wie Wilds sind und wie Wilds droppen. Zum Beispiel. Und da könntest du zum Beispiel auch einen Dungeon machen, wo du zwingend irgendwie 2 Leute brauchst, die aktiv spielen, weil es sonst irgendwie unmöglich ist, irgendeine Mechanik aufrechtzuerhalten oder so, wodurch der Dungeon vielleicht besser droppt oder vielleicht schneller geht oder so. Was einer alleine vielleicht gar nicht schaffen kann, weil du dafür 20 Tasten zeitgleich drücken müsstest, gefühlt. Weiß auch nicht. Irgendwie so. Aber ich würde sagen, da muss man echt vorsichtig sein, weil auch bei anderen Games habe ich mal ein paar YouTube-Videos gesehen, wo Leute halt einfach sagen, dass sie auch in MMOs trotzdem Singleplayer-Content wollen, weil man halt nicht immer mit anderen Leuten zusammenspielen möchte. Man will auch mal einfach so sein Ding machen. Und Games, die dich quasi zwingen, irgendwas zu tun, wird immer negativ aufgefasst. Und finde ich ehrlich gesagt auch nicht gut.